herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um einen attraktiven EDC-Begleiter, der für viele alltägliche Anwendungsgebiete absolut ausreichend sein dürfte. Es handelt sich um einen kleinen, schmalen und auch sehr leichten Slipjoint-Folder, das Artisan Cutlery Biome. Ja, das Biome wurde mir von Artisan Cutlery für dieses Video freundlicherweise zur freien Verfügung gestellt. So viel zur Transparenz und dafür einen herzlichen Dank an Artisan Cutlery. Es geht direkt los mit ein paar Schneidszenen. Bei der Droppoint-Klinge bewegen wir uns hier in der 7 cm Klasse. Klingenbreite gerade mal 2,4 mm und ein Flachschliff, der bei sehr schneidfreudigen 0,4 mm hinter der Schneidphase endet. Klingenstahl ist der gutmütige und bewährte 12C27 Sandvik, laut Herstellerangabe gehärtet auf 58 bis 60 HAC. Das ist so ziemlich das Limit beim 12C27. Obst und Gemüse sind im Normalfall keine große Herausforderung für so eine gut geschliffene Klinge, aber man sieht, wie gut das funktioniert. Die Klinge gleitet problemlos durchs Schneidgut. Kurz noch ein paar Details. Klinge mit Stonewashed Finish. Links im vorderen Bereich ein Nagelhau. Dann der Anschliff, der ist auf beiden Seiten wirklich sehr, sehr sauber. Schleifkappe gibt es hier keine, aber die ist bei dieser Klinge auch nicht unbedingt notwendig. Der Flachschliff wurde nahezu komplett hochgezogen. Hier hat man das ein bisschen unterbrochen, aber das dient hauptsächlich der Dynamik und ich muss echt sagen, mir gefällt das hier ganz gut. Linksseitig in der Ecke das Artisan Cutlery Logo und auf der rechten Seite hat man das dann mal wieder so ein bisschen übertrieben. Viele Zahlen, viele Buchstaben, ja, alles ein bisschen zu viel. Hier steht beispielsweise Swedish Sandvik 12C27N. Da hätte wohl auch 12C27 ausgereicht, aber ist auch egal. Dann ein Designer-Logo, ein stilisiertes M, das steht für Mallory. Dylan Mallory hat hier wirklich ein schnörkelloses Design abgeliefert. Ich finde wirklich eine schöne Linie, klassisch und modern gleichzeitig, also absolut gelungen. Die Klinge läuft auf Bronzewashern, sauber und definiert, kann man nicht sagen, 90 Grad Stopp und ein sauberes Klacken, also wirklich satt. Das passt, es gibt kein seitliches Klingenspiel und die Federspannung ist auch ordentlich. Also das ist nicht vergleichbar mit dem Real Steel Luna, das ist schon deutlich mehr, gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir hier einen 98 mm langen Griff und der ist gerade mal 9 mm breit. Das ist natürlich schön gemacht. Das ist fein strukturiertes Jade G10 oder auch Natural G10. Es gibt viele Griffvarianten. Ja, die Handlage ist soweit auch wirklich gut. Das ist auf jeden Fall durchdacht. Hier ein verdecktes Lanyard Hole. Clip sucht man vergebens. Und das Gesamtgewicht liegt hier gerade mal bei 40 Gramm. Also wirklich ideal fürs EDC. Bis hierhin gibt es von meiner Seite eigentlich nichts auszusetzen. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, die mir nicht besonders gut gefällt. Und zwar sind das die Schrauben. Moment. Wir haben hier im Achsbereich einen 8er Torx. Und hier passiert überhaupt nichts. Ich kann nach rechts drehen, nach links drehen. Hier wurde wahrscheinlich auch reichlich Schraubenkleber verwendet. Und beim Griff das gleiche. Das sind 6er Torx und hier tut sich auch überhaupt nichts. Egal in welche Richtung ich drehe, das dreht sich immer mit. Ja, ist ein bisschen unschön, wie ich finde. Da hätte man entweder ein D-Profil als Achsschraube nehmen können. Hier wie beim Real Steel Luna, das habe ich zufällig immer noch zerlegt hier, das möchte ich irgendwann mal modifizieren. Hier hätte man dann, wenn der Fokus mitspielt, ein D-Profil, das ist eine schöne Sache. Oder hier beim Ontario Camp Plus Midnight hat man sich dann für Schrauben entschieden, die beidseitig diese Torx-Vertiefung haben. Dann kann man dann kontern, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache man kann das Messer zum Reinigen zerlegen oder einfach mal zum Einstellen der Klinge oder so. Aber das ist hier eigentlich nicht möglich. Also mir gefällt das wirklich überhaupt nicht. Ja, selbst beim Sanremo 7315, da hat man beim Griff
sogar an ein D-Profil gedacht. Also ja, das ist wirklich schade. Hier wurde ein bisschen Potenzial verschenkt. Naja, das vermasselt mir hier so ein bisschen den Gesamteindruck eines ansonsten wirklich gelungenen Messers und das wird sich jetzt auch im Fazit bemerkbar machen. Fazit, wie schon erwähnt, eigentlich ein wirklich gut gemachtes Messer, ansprechendes Design. Wir haben eine gute Verarbeitungsqualität und Materialwahl, sauberer Klingengang, dann Slipjoint mit ordentlicher Federspannung. Es ist uneingeschränkt links- und rechtshändertauglich. Das mit dem fehlenden Clip ist Geschmackssache. Ansonsten klein, leicht, schmal, absolut EDC-tauglich und der Preis des Biome geht mit ca. 37 € auch vollkommen in Ordnung. Was bleibt, ist dieses Problem mit der Verschraubung. Ich kann da nur meine subjektive Meinung dazu abgeben. Sowas ärgert mich einfach und ja, ist schade hier. Das Biome bringt extrem viel Potenzial mit, ist ein toller kleiner Begleiter und dann scheitert es letztendlich an einem günstigen Bauteil wie Schrauben. Ja, ist wirklich schade. Ich kann es sehr, sehr schlecht nachvollziehen, muss ich sagen. Man hätte das mit einem beidseitigen Torx lösen können zum Kontern, wenn man schon kein D-Profil nimmt. Andere Hersteller im Budgetbereich kriegen das auf jeden Fall auch hin. Also ja, wie schon erwähnt, es ist schade und es tut mir auch ein bisschen leid. Ich würde mir hier von Artisan Cutlery wünschen, dass dieses Schraubenproblem bei zukünftigen Ausführungen des Biome behoben wird. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Es ist eine eingeschränkte Empfehlung von meiner Seite. Also wer mit dieser Sache mit den Schrauben klarkommt, ist hier gut beraten, hat ein schönes Messer. Man bekommt das bestimmt auch irgendwie auf, aber halt nur über irgendwelche Umstände, die man sich sonst sparen kann. Ja, ich denke, es ist alles gesagt. Dann war es das im Wesentlichen. Bitte werft noch einen Blick in die Videobeschreibung. Da finden sich Spezifikationen, einige Links etc. Abschließend bedanke ich mich bei Artisan Cutlery für diese Möglichkeit. Ist ein schönes Messer mit einem kleinen Mangel. Ja, dann noch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.